Los geht's zur einmaligen Erfahrung, auf einer zweispurigen Bundesstraße zu fahren. Start ist die Auffahrt bei Hullach in Richtung Landsberg am Lech. Circa bei Minute 13 geht es in den größten Kreisverkehr Deutschlands, der dann bei Landsberg am Lech unter der A96 durchführt und wie gesagt der größte Kreisverkehr Deutschlands ist. Viel Spaß beim Video. Es gibt ein paar Overlays, kann man die Wattzahlen sehen, die Geschwindigkeit. Hinzus nach Landsberg geht es bergauf, deswegen ein bisschen langsamer. Zurück wird es schneller. In Summe, das war meine zweite Fahrt, war der Schnitt um die 48 für dieses Stück. Ungefähr hier habe ich ein Stück weiter vorne mehrere Lichter auf mich zukommen gesehen und schon gedacht, oh, oh, da kommt ein Auto. War mir aber nicht ganz sicher. Wie sich's rausgestellt hat, waren das 3 Motorräder, die als Geisterfahrer da unterwegs waren, die auch mal eine gesperrte Bundesstraße ausnutzen wollten, schätzungsweise. Die haben dann aber am Standstreifen angehalten, bis ich vorbei war. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Hier sieht man jetzt auch auf dem Video weiter vorne eben das kleine Licht. Die anderen beiden Motorräder haben sich schon an den Standstreifen hingestellt. Das Motorrad, das entgegenkommt, ist eine S1000RR von BMW. Sieht echt schick aus. Und der Schlingel hier hat sein Kennzeichen nach unten geklappt, damit man ihn nicht erkennt. Im weiteren Verlauf wird es dann also nach Füssen weitergehen. Leider war die B17 soweit nicht gesperrt, deswegen nur bis zum Kreisverkehr und wieder zurück. Zu den Overlays noch. Auf der linken Seite ist einmal die Kilometer Gesamtanzahl zu sehen. Also die Fahrt waren insgesamt 73,2 Kilometer. Aktuell befinden wir uns bei Kilometer 34,3. Jetzt geht es dann noch bis Kilometer 51. Danach ist die Fahrt vorbei, also der Teil der Fahrt. Daneben sieht man einmal die Karte, die ich gefahren bin, also einmal runterwärts sozusagen Richtung Kreisverkehr, am Kreisverkehr gedreht, wieder zurück. Da unterhalb davon der horizontale Balken ist die Wattleistung, die ich aktuell trete, in der Mitte ganz klar die Geschwindigkeit und rechts unten kann man erkennen, ist der Balken mit der Höhe der aktuellen.
nachdem die Beschleunigungsphasen beim Velomobil eigentlich das Kraftzehrendste sind an der ganzen Fahrt, ist das halt echt klasse, wenn man einfach mal geradeaus fährt, ununterbrochen, keine Ortschaften oder Städte, in die man reinfährt, keine Abzweigungen. Das macht unglaublich viel Spaß, dass man einfach mit seiner Leistung dahin gondelt. Wäre wirklich mal klasse, wenn es so einen offenen Tag gäbe, wo man auf die Autobahn kann. Das wird es nie geben, aber man könnte trotzdem mal richtig schön weit fahren damit. Ne? Hier kommt jetzt also die Abfahrt Igling. Wenn ich normalerweise Richtung Füssen oder Richtung Alpen fahre, fahre ich durch Igling. Natürlich nicht hier auf der B17, sondern ganz normal die Landstraße.
Was übrigens sehr erstaunlich ist, ist, wie unglaublich rau der Asphalt ist. Ich dachte, nachdem das teilweise neu geteert ist, sollte der Asphalt unglaublich glatt sein. Scheint aber wohl mit dem Flüsterasphalt oder dem Ablauf, ich kenne mich zu wenig aus, von Wasser zu tun zu haben. Ähm, also ich bin schon über Radwege gefahren, die definitiv glatter waren und schnellere Ergebnisse geliefert haben. Hier kommt jetzt also das Schild Deutschlands größter Kreisverkehr. Da geht es in alle Richtungen, München, Lindau, Füssen und ich glaube, es gibt sogar ein Schild in alle Richtungen. Der Durchmesser sind 330 Meter und die Fahrt außenrum dann knapp 1 Kilometer eben. Es ist relativ spannend, auch da mit dem Velomobil mal lang zu fahren. Mit dem Auto bin ich schon öfter lang gefahren, mit dem Velomobil war es echt spannender. Oben stand gerade noch bitte einordnen, habe ich brav gemacht, sogar inklusive Blinker, weil ich immer blinke, wenn ich einen Spurwechsel mache oder abbiege, damit keiner sagen kann, das Velomobil erkennt man nicht, man sieht nicht, wo ich hin will, man sieht immer, in welche Richtung ich möchte. Die Einfahrt, die sie neu gemacht haben mit diesem Rot, sieht ein bisschen aus wie ein Curb bei einer Rennstrecke, also los, Ideallinie. Damit ich die Geschwindigkeit halten kann, habe ich die Ausfahrt etwas unkonventionell genommen, also direkt von der inneren Fahrspur hier abgebogen. Das hat zu einem sauberen Sprung geführt, weil da nämlich ein ganz schöner Versatz drin ist. So, und jetzt geht es in den schöneren Part. Jetzt wird es nämlich schneller und einfacher, weil es nämlich bergab geht.
Wer es bis hierhin geschafft hat, würde mich mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch mal Bock hättet, mit dem Fahrrad oder irgendwas anderem über eine Autobahn oder eine Bundesstraße zu fahren. Würde mich wirklich mal interessieren, wer daran Spaß hätte. Was da übrigens so fliegt, sind Schwalben. Da bin ich einfach durch die Meute durchgestochen. Die hat nämlich auf dem Asphalt gesessen, was man hier nicht so gut erkennen kann, leider. Interessant ist übrigens, dass ich bei meiner ersten Fahrt ohne Kamera vorne montiert für das ganze Segment, also startend bei Hullach, um den Kreisel rum, wieder zurück nach Hullach, eine Geschwindigkeit von 49,5 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt hatte mit 190 Watt im Schnitt. Bei der Fahrt jetzt waren es 47,4 Kilometer pro Stunde mit einem Schnitt von 195 Watt. Und wie war das, was dauerhaft über 60 fahren kann, darf auf Autobahnen und Bundesstraßen fahren? Sieht ja gerade ganz gut aus bei mir. Ich weiß. Kraftfahrzeug ist das Zauberwort.
So, jetzt geht es wieder runter und weiter auf normaler Landstraße. Die B17 war natürlich wegen Bauarbeiten gesperrt. Ich bin da nicht gefahren mit Verkehr, sondern ganz alleine. Wer sich es bis hierhin angeschaut hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Fahren. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und kommentiert auch gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.